Visumverlängerung in Thailand einfach ohne Stress und lange Wartezeiten. In diesem Video zeigen wir dir, was du dazu benötigst, wie du mit cleveren Vorbereitungen jede Menge Zeit sowie Nerven sparen kannst und welche Fehler dir dadurch erspart bleiben. Viel Spaß beim Video! Visa-Verlängerung in Thailand. Wir haben ja von uns selbst gedacht, dass wir gefühlt schon Vollprofis sind, aber weit gefehlt, da es doch hier massive Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Regionen. Also wir haben letztes Jahr eine Visa-Verlängerung auf Koh Samui gemacht, dieses Jahr hier auf Koh Phangan. Und ja, das war very adventurous, würde man sagen. Also es war sehr, sehr speziell. Aber lass uns mal kurz zu den Basics zurückgehen. Prinzipiell ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du nach Thailand einreisen kannst. Du hast mal das sogenannte Touristenvisum, das kannst du vorher schon online beantragen. Ich spreche jetzt im Übrigen für Leute mit einem Pass aus der EU. Das hast du die Möglichkeit vorher zu beantragen. Dieses Touristenvisum ist dann mal für 60 Tage gültig. Auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit mit dem EU-Pass auch ohne Visum vorher einzureisen. Du kannst direkt nach Thailand einreisen, bekommst dann ein sogenanntes Visa on Arrival, welches für 30 Tage gültig ist. Das hat sich auch zum Vorjahr geändert. Letztes Jahr gab es noch 45 Tage on Arrival, dieses Jahr hat sich wieder geändert auf 30 Tage. Was dasselbe ist bei beiden Visas ist, dass man beide, wenn man möchte, nochmal um 30 Tage verlängern kann. Das muss man aber dann vor Ort bei der Immigration hier in Thailand machen. Und es ist ein bisschen ein Prozess. Und ich würde sagen, macht nicht den Fehler wie 90% der Leute, die einen Tag vor dem Ablauf ihrer Aufenthaltserlaubnis ohne Plan und ohne Vorbereitung zur Immigration gehen und dann nicht wissen, was sie zu tun haben und einfach verzweifeln, weil da irgendwie 200 Leute vor Ort stehen. Man hört auch immer wieder im Internet den Tipp, ja, geht gleich morgens früh als erstes zur Immigration, weil dann kommt ihr noch dran. Und das ist der größte Fehler überhaupt, speziell hier auf Koh Phangan. Also die Immigration, die macht auf um 8:30 Uhr und um 8 Uhr hast du hier schon eine Schlange von 50 Leuten und um 8:30 Uhr stehen dann gefühlt 100-200 Leute schon vor der Tür und wollen rein. Und dann hast du genau eine Person, die sich darum kümmert, diese ganzen Anträge einzusammeln. Und deswegen jetzt so ein bisschen der Tipp von uns, wie man sich am besten vorbereiten kann. Du hast natürlich die Möglichkeit, dir diese Formulare, und du brauchst einiges an Formularen. Das möchte ich mal ganz kurz mit euch durchgehen. Ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben, weil ich mir die ganzen Namen nicht merke. Du brauchst mal ein sogenanntes TM7, also ein TM7-Formular und ein sogenanntes STM2-Formular. Beim einen bestätigt man einfach nur mal seine persönlichen Daten und wo man wohnt hier auf Thailand, und das andere ist nochmal so eine extra Erlaubnis quasi, um die man bittet, dass man seinen Aufenthalt verlängern kann. Da schreibt man dann auch rein, warum man den Aufenthalt verlängern möchte. Wir haben halt einfach Urlaub reingeschrieben, und diese zwei Formulare müssen ausgefüllt sein. Die bekommt man auch bei der Immigration. Was braucht man noch? Man braucht eine Kopie vom Passport, also vom Reisepass, eine Kopie vom E-Visa, damit ist der Einreisestempel gemeint. Also wenn man vorher schon Touristenvisum beantragt hat und das dann hat, eine Kopie davon, ansonsten eine Kopie vom Einreisestempel. Auch wichtig, jede Seite hier muss unterschrieben sein. Dann braucht man noch ein Foto, 4x6 cm für das Visum, und ganz wichtig, ein sogenanntes DM30. Da werde ich euch auch etwas dazu sagen. Und zwar das DM30, das ist ein Formular, das muss vom Vermieter bereitgestellt werden. Und hier gibt es gravierende Unterschiede zwischen, sage ich mal, einem Hotel, in dem ich wohne, oder aber eventuell einem privaten Airbnb-Landlord, den ich habe, so wie das jetzt bei uns der Fall ist. Es ist nämlich so, dass ein Hotel, die sind meistens schon online auf diesen Plattformen, auf der Thai Government Plattform registriert. Die kennen sich dann auch schon aus. Das heißt, man geht dann einfach zur Unterkunft, sagt, ich brauche dieses TM30. Die haben dann die Möglichkeit, das direkt vor Ort auszufüllen und auszudrucken, und das nimmt man dann mit. Wenn man aber jetzt nicht bei einer Privatperson ein Airbnb gebucht hat, so wie bei uns, dann ist das ein bisschen anders, weil dann werden nämlich mehr Unterlagen benötigt. Das heißt, man muss zusätzlich zu diesem TM30, das jetzt ausgefüllt wird, braucht man auch noch eine Ausweiskopie vom Vermieter selbst. Man muss auch noch einen Contract über seinen Grund, den er hier hat, zeigen. Also das ist wirklich sehr, sehr viel Papierarbeit, und das muss man alles vorher mitbringen, weil wenn man das nicht hat, die schicken einen wieder weg und dann bist du 2 Stunden angestanden für nichts. Und deswegen so ein bisschen unsere Empfehlung,
man kann alle diese Formulare auch online schon vorab als PDF downloaden und sich ausdrucken und schon mal mitnehmen. Und dann auch noch eine Empfehlung, wenn man dann weiß, okay, in 2 Wochen ist soweit, ich muss das Visa verlängern, dann fängt ihr schon an, mal alle Formulare auszufüllen, redet mit eurer Airbnb-Unterkunft, dass ihr schon die Unterlagen alle habt. Dann die Kopien bringt ihr auch entweder schon von zu Hause mit dem Passfoto. Man hat die Möglichkeit, direkt bei der Immigration auch diese Kopien zu machen und ein Foto zu machen für, ich glaube, 150 Baht. Aber, wie schon gesagt, da ist Chaos, speziell am Morgen, und da kann es passieren, dass du 30, 40, 50 Minuten wartest, bis du da dran kommst, ein Foto zu machen und eine Kopie zu machen. Und auch da gibt es eine Lösung dafür, und zwar ein paar 100 Meter runter die Straße von der Kopangan Immigration gibt es einen Copyshop, der nennt sich Greencom. Werden wir euch kurz hier einblenden. Da bist du in 2 Minuten mit dem Roller da. Die haben von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Machst dir deine Kopien, machst dir dein Foto und dann gehst du schon richtig vorbereitet zur Immigration. Und dann gehst du aber nicht um 8:30 Uhr zur Immigration, sondern wenn du das erste Mal hingehst, dann gehst du so gegen 14:30 Uhr. Weil das haben wir jetzt, wir sind heute jeden Tag vorbeigefahren, wir haben die Schlange beobachtet und so gegen 14 bis 14:30 Uhr ist da generell am wenigsten los. Dann gibt man seine Unterlagen ab und dann gibt es 2 Optionen. Wenn viel los ist, bekommst du nochmal eine Nummer für den nächsten Tag. Du musst am nächsten Tag nochmal hin, bekommst so einen Sticker. Das hat den Vorteil, dass wenn du dann in der Früh dort bist, auch priorisiert drangenommen wirst. Haben wir auch so gemacht, wir sind am nächsten Tag zurückgekommen, 200 Leute warten da, wollen ran. Wir hatten den roten Sticker, konnten natürlich gleich vorgehen und waren in 3 Minuten durch. Man bezahlt dann die Fee von knapp 2000 Baht oder sind ziemlich genau 2000 Baht jetzt aktuell, muss dann wieder warten. Also das kann dann sein, je nachdem, wenn man am Nachmittag noch drankommt, dass man 1, 2 Stunden warten muss auf das Visum. Wenn man in der Früh hingeht, schicken die einen direkt wieder nach Hause und sagt, man soll um 17 Uhr zurückkommen. Das heißt, wenn man das Ganze gut timet und mit den Unterlagen hingeht, dann würde ich sagen, bist du beim ersten Mal vielleicht eine knappe Stunde dort und beim zweiten Mal eine knappe Stunde und dann kriegst du das über die Bühne gebracht. Wenn du unvorbereitet dorthin gehst, nicht weißt, welches Formular auszufüllen ist, wie das bei 90% der Leuten der Fall ist, dann hast du hier einen ganzen Tag damit verbracht, nur ein Visum zu verlängern. Und das muss es wirklich nicht sein, weil hier in Kopangan, die sind ganz streng. Da ist eine Zeile falsch ausgefüllt, der schickt dich wieder weg. Nach dir stehen wieder 50 Leute in der Schlange und du musst dich dann wieder anstellen, und das kann man wirklich vermeiden und das möchten wir euch hiermit auf den Weg geben. Also wir werden euch auch diese ganzen Formulare, die man braucht und runterladen kann, in die Infobox reinschmeißen, und für den Fall der Fälle druckt euch das direkt schon in der Heimat aus, nehmt das Ganze mit, füllt es dann hier vor Ort aus und spart euch einen ganzen Tag an Warterei in der Schlange bei der Immigration hier in Kopangan. Das sind jetzt so unsere Erfahrungen mit dem Visa-Verlängern in Thailand. Es würde uns auch interessieren, welche Erfahrungen ihr bereits gemacht habt, ob das jetzt in Bangkok, Phuket, Samui, Phangan, wo auch immer war, mit dieser Visa-Verlängerung. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir schon wieder zum Ende dieses Videos. Wenn euch der Content gefallen hat, würden wir uns natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines unserer zukünftigen Videos mehr verpasst. In diesem Sinne alles Gute und wir sehen uns wieder in einer Woche zu unserem nächsten Thailand-Video.